Glauben Sie, dass das heute zu verwirklichen ist, so ein Nein, Ideal? Oder? nein, auf keinen Fall. Heute die Gesellschaft erzieht doch die heute sind Ich-Menschen und nichts anderes. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Zweites Leitbild, das ich mir aufgeschrieben habe, und zwar lautet das, dass man also in der Napola so erzogen wird, dass man als Gleicher unter Gleichen behandelt wird, ohne Ansehen der Herkunft. Ja. Können Sie das bestätigen? Ja. War das so oder war es Ja. eher anders? Nein, es war so. Ja. Also es hatte keinen interessiert, wessen Vater da hier meinetwegen Professor war oder sowas. Da gab es wirklich, das war eine Gleichmacherei. Das war so, wirklich. Und empfinden Sie das auch aus heutiger Sicht eher als was Positives? Nee, positiv, Oder? Ja. selbstverständlich. Könnten Sie das erläutern? Ganz typisches Beispiel war, das war wie beim Militär, wenn Pakete kamen. Es war ja nur immerhin Kriegszeit und wir wurden zwar ordentlich verpflegt, aber wir bekamen nicht alles, was wir gerne essen wollten. Ich nenne meinetwegen Schokolade oder Süßwaren. Und im Prinzip waren wir noch Kinder und da hat es natürlich, war immer eine große Freude, wenn einer ein Paket bekam und wenn da auch irgendwelche Süßigkeiten oder Naschereien drin waren. Und dort war es ungeschriebenes Gesetz, das Paket wird geöffnet, 50% bekommt der Empfänger und 50% wird nur der Gruppe aufgeteilt. Die Gruppe waren ungefähr 8 Mann. Ja. Das war ungeschriebenes Gesetz. Und das fand ich an und für sich ein gutes Beispiel für Kameradschaft. Ja. Das würde mir heute noch gefallen, muss ich mal sagen. Sie beantworten fast schon meine nächste Frage, weil Sie nehmen, ich stelle sie trotzdem nochmal. Glauben Sie, dass das heute zu verwirklichen ist, so ein Ideal? Oder? Nein, auf keinen Fall. Heute die Gesellschaft erzieht doch die heute sind Ich-Menschen und nichts anderes. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sind die einzelnen Jugendalter durch Uniformen zum Beispiel unterschieden worden oder Ja. trugen sie alle die gleiche Uniform? Nein. Die Größeren hatten dann doch andere Abzeichen. Und ja, das war schon anders. Es gab ja dann, Hitlerjugend war ab 14 Jahre. Das waren die Großen. Und wir waren ja Jungvolk, ne? Jungmann, hießen wir aber übrigens alle. Ne? Ja, das war schon unterschieden. Also, was wir hier sehen, das ist auf jeden Fall die Oberstufe, also die Hitlerjugend. Also 14 bis 18 Jahre. Die unterschied sich von den anderen, zum Beispiel hier, die größeren Schüler, also wie gesagt, die 14 bis 18-Jährigen, hatten diese Schirmmütze, während wir, soll ich es mal mit zeigen? Klar. Die kleineren Truppe hier, das war ich jetzt hier, wir hatten nur Cappies beziehungsweise im Winter diese Schirmmützen, diese Skimützen. Also es hat sich schon unterschieden. Ne? Auch mit den Tragegurten hier, das war alles, der Schulterriemen, speziell bei der Ausgangsuniform, das war alles die größere Gruppe. Und das waren unsere Erzieher. Wir hatten aber auch, wie gesagt, eine ganze Menge Erzieher, die in Zivil kamen, die also von verschiedenen Gymnasien in Dresden hier mit unterrichtet haben. Wie beurteilen Sie Ihre Zeit in der Napola heute, aus heutiger Sicht? Wenn Sie jetzt mal auflisten müssten, das können Sie ja sicher, also Plus und Minus. Ich muss mal mit dem Positiven anfangen. Das bleibt mir nicht fern. Also, wir sind erzogen worden zu einer unbedingten Kameradschaft und auch zu einer Ehrlichkeit. Zum Beispiel Kameradendiebstahl, sowas, wenn es sowas mal kam, ein Stückchen Seife wurde mal weggenommen. Das wurde meistens dann untereinander ausgemacht und harte bestraft. Und also Kameradschaft, dann auch Genügsamkeit, Pünktlichkeit, Disziplin, Sportlichkeit sowieso. Also wir hatten auf jeden Fall, wurden uns eine ganze Menge positive Eigenschaften vermittelt und die auch, würde ich sagen, bei mir bis heute nachklingen. Das Negative habe ich erst viele Jahre später mitbekommen. Wie gesagt, wir wurden ja nationalsozialistisch erzogen und ich habe auch an die ganze Sache geglaubt. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass wir vielen Unrecht getan haben. Ob das nur im Kriege war, durch Kriegshandlungen oder meinetwegen durch Einsperren von jüdischen Häftlingen oder auch anderen Häftlingen. Da habe ich viele Jahre dazu gebraucht,
um von der ganzen Sache auch geistig wegzukommen. Das muss ich mal sagen. Wir waren verbildet.